Hey, na? In meinen Guides erkläre ich zur Genüge, welche Ausrüstung ich empfehle, mit der ich am schnellsten und angenehmsten unterwegs bin. Wie aber farmt man in Division 2 Gegenstände am schnellsten und angenehmsten? Dazu habe ich Testdaten von einstündigen Sessions aus verschiedenen Lootquellen erzeugt, sowie einer vierstündigen Crafting-Session. Die Vor- und Nachteile werde ich gegenüberstellen, sowie einen Ausblick auf die Zeiteffizienz geben. Fangen wir an mit Überlegungen und Annahmen. Beute auf dem Boden kann theoretisch ein beliebiges Item aus dem gesamten Itempool sein. Zielgerichtete Beute schränkt diesen Itempool ein. Das führt zu zwei Fragen. Erstens, kommt man schneller an Loadouts über zielgerichtete Beute, weil ja weitaus mehr zufällige Gegenstände droppen? Und zweitens, welche zielgerichtete Beute führt am schnellsten zu den Gegenständen, die wir suchen? Der aktuelle Itempool laut Gear Attribute Sheet besteht aus 239 Waffen und 120 High-End-Items, sowie 66 Set-Items und 24 Exotics. Exotics klammere ich an der Stelle mal aus und 3 von 11 Sets droppen gar nicht oder nicht vollständig in der Light Zone. Das hinterlässt 56 Set-Items. Das sind weit über 400 Gegenstände, von denen in unserer Betrachtung nur einzelne gesucht werden. Die Einschränkung des Itempools mit zielgerichteter Beute gestaltet sich entsprechend mächtig, wie ich euch nun zeige. Zielgerichtete Beute von Set-Gegenständen schränkt den Itempool auf 56 Items ein. Bei Assault Rifles sind es 40, bei Rucksäcken 20 und bei einem einzelnen Bronze-Set lediglich 6. Nur Crafting kann das toppen. Dort wird genau das gesuchte Item gecraftet, vorausgesetzt die Blaupause existiert. Die Loot-Qualität von Crafting ist aber eine andere Katastrophe und schlechter als Heroic, dazu später mehr. Für die übrige Frage müssen wir betrachten, wie man an zielgerichtete Beute kommt. Zu 100% enthalten ist zielgerichtete Beute beim Erlegen eines benannten NPCs, beim Boss in einer Mission und beim Abschließen eines öffentlichen Events oder Kontrollpunktes auf der Map. Elite-Gegner haben eine deutlich erhöhte Chance auf zielgerichtete Beute und ansonsten kann zielgerichtete Beute gelegentlich bei allen anderen Mobarten fallen. Außer beim Abschluss eines Events oder Kontrollpunktes lassen die Gegner neben der zielgerichteten Beute auch ein zufälliges Item fallen, sowie einzelne zufällige Drops ohne zielgerichtete Beute, die auch so beim Erlegen von Mobs vorkommen. Ich würde schätzen, dass man etwa doppelt so viele zufällige Items findet wie zielgerichtete Items. Bedenkt bitte, das habe ich an der Stelle lediglich geschätzt. Nun zu den Annahmen, die für weitere Überlegungen getroffen werden. Annahme 1. Es gibt keine Gewichtung zwischen den Items im Itempool. Damit hat jedes Item die gleiche Chance als Beute zu fallen. Annahme 2. Wir farmen für diese Überlegung ausschließlich in der Light Zone und klammern korrekt Dark Zone und Raid Exclusives aus. Annahme 3. Das Farmtempo von Spielern unterscheidet sich und damit auch die resultierende Loot-Effizienz. Gleiche Spieler mit gleichem Tempo jedoch betrachtet, können zwischen meinen gewählten Methoden hin und her wechseln und werden sehr ähnliche Effizienzunterschiede feststellen. So, damit kann ich nun meine Testläufe und Ergebnisse angemessen präsentieren. Dabei sortiere ich vom schnellsten zum langsamsten. Auf Platz 1, Waffen craften. Jedes Craften erzeugt genau den gesuchten Gegenstand, wenn auch bei schlechter Durchschnittsqualität. Bei optimiert schnellem Crafting erhält man hiermit am schnellsten das gesuchte Item, wird sich aber nur bei Waffen lohnen. Hier sind nämlich viele Voraussetzungen einzuhalten. Das Shade-Level sollte hoch sein, damit man über die Scavenger- bzw. Plünderer-Belohnung die Materialien ranholen kann. Bei Ausrüstung klappt das nicht, da diese Bronze-Set-Materialien benötigen. Für Waffen jedoch sind alle Materialien einlösbar, außer eine. Und diese erhält man über den Kauf von Waffen beim NPC-Händler mit E-Credits. Waffen sind also craftbar, solange der Shade-Level-Vorrat reicht und eine Blaupause der Waffe vorhanden ist. Hier der flotte Einschub zur Loot-Qualität. Crafting ist nicht die gleiche Qualität wie Drops auf Heroic. Das beste Ergebnis beim Crafting sind 2 volle Balken, während ein Balken eher schlecht ausschaut. Innerhalb von 4 Stunden Crafting habe ich nur 3 Assault Rifles gefunden bei über 1000 Waffen, wo die Werte nicht Godroll waren, aber zumindest innerhalb vom 1% Bereich von den Maximalwerten. Bei Heroic Drops ist es qualitativ dementsprechend ein bisschen besser. Dort können alle Balken voll sein, aber auch das ist selten. Immerhin sind fast volle Balken auch noch etwas häufiger. Das habe ich bei meinem Test auch versucht zu messen und circa alle 15 Minuten konnte ich einen so guten Drop feststellen. Bei der Annahme, dass man zweimal so viel zufälliges Loot wie Targeted Loot findet, bedeutet das 45 Minuten, bis man einen Max-Roll von Targeted Loot findet. Der nächste Test fand mit einer Gruppe statt, die nicht sehr optimiert unterwegs war und damit Platz 2. Kontrollpunkte als Gruppe farmen.
Hier gibt es unzählige Vorteile. 3 zielgerichtete Drops pro Einnahme, extra Drops und beim Reset vom Kontrollpunkt spawnt die Gruppe auf dem Gruppenanführer sowie der Anführer auf der Position von einem bestimmten Gruppenmitglied. Damit kann man den Kontrollpunkt einnehmen und nach Reset im Kontrollpunkt den Angriff starten. Während viele Kontrollpunkte unterschiedlich schnell abzufarmen sind, fällt zumindest oft zielgerichtete Beute auf eine Region, sodass diese Methodik verfügbar ist. In meinem Test dauerte es im Schnitt 59 Sekunden pro zielgerichtetem Drop, das heißt bei Bronze-Sets erhält man im Schnitt alle 6 Minuten das gesuchte Item. Platz 3: Lincoln Memorial Solo. Hier gibt es aber wichtige Einwände. Ich als Speedrunner bin alleine ziemlich schnell und optimiert unterwegs. Dieser Leistungsschub hat das Ergebnis von diesem Test ordentlich nach oben gedrückt, da ich etwa 30–40% schneller durch die Mission kam als im Gruppentest. Würde man die Leistung solo angleichen an die Gruppenperformance, würde sich beides in Lincoln nicht so viel tun. Theoretisch dürfte man als Gruppe etwas mehr finden durch leichtere Skalierung und Gruppenoptimierungen. Wer ausschließlich solo unterwegs ist, farmt wohl am effizientesten im Lincoln Memorial. Da brauchte es nur 66 Sekunden pro zielgerichtetem Drop. Platz 4: Lincoln Memorial in der Gruppe. Das Ergebnis ist aufgrund der Gruppenperformance im Test bei 75 Sekunden pro Drop rausgekommen. Bedenkt das bitte im Vergleich zu Platz 3. Sonst ist Solo-Farming eigentlich nie schneller als in der Gruppe. Unterstreicht euch allerdings, dass die gleiche Gruppenperformance vorhanden war beim Kontrollpunkt-Farmen. Das unterstreicht, wie übertrieben effizient Kontrollpunkte zum Farmen sind. Platz 5: Kontrollpunkte Solo. So habe ich gerade noch die Kontrollpunkte gelobt, so sind sie bei Solo-Farming eher das Schlusslicht. Wieso? Weil der Reset einen jedes Mal in ein Safehouse wirft und man somit eine Anreisezeit pro CP-Abschluss hat. Das zerstört leider jegliche Effizienz, beim einen Kontrollpunkt schlimmer als bei anderen. Trotz der guten Solo-Performance kam ich hier nur auf 78 Sekunden pro zielgerichtetem Drop. So, das waren die Testergebnisse. Kontrollpunkte als Gruppe farmen ist mit Abstand am effizientesten. Lincoln Memorial kann als Abwechslung dienen, ist aber nicht annähernd so schnell. Solo hingegen ist Lincoln schon fast die einzige effiziente Alternative. Ungetestet blieb Durchwandern von Gebieten nach öffentlichen Hinrichtungen und Gefangenenbefreiungen, sodass man dann Kopfgelder im Gebiet laufen kann. Das ist so unterschiedlich schnell je nach Gebiet, Menge an Kopfgeldern, Gruppengröße, das lässt sich schwer testen. In guten Gebieten ist aber auch das eine gute Alternative zum Kontrollpunktfarmen. Keine gute Alternative sind andere Missionen als Lincoln Memorial. Dazu kurz diese Daten. Eine Runde Lincoln braucht bei mir im gemütlichen Lootlauf so 7 Minuten und liefert 4 Bosse. Viele andere Missionen haben nur einen Boss, also ein Viertel garantierte zielgerichtete Beute. Andere Missionen mit 4 Bossen, wie Invaded Camp White Oak, brauchen deutlich über 10 Minuten. Für eine sehr grobe Abschätzung kann man Lincoln-Läufe messen und mit Dreisatz über die jeweilige Dauer und verringerte Anzahl der Bosse bestimmen, wie viel ineffizienter andere Missionen sind. Das ist aus Gameplay-Perspektive leider echt traurig, aber wahr. Bedenkt bei der Rechnung allerdings die Menge an Mobs bis Ende der Mission. Zufällige Drops bis zu den Bossen könnten einen relevanten Unterschied machen, allerdings messbar keinen, der Lincoln Memorial Konkurrenz bietet. Was aber bringt die Loot-Effizienz, wenn man aufgrund von monotonem Spielinhalt die Lust verliert? Deshalb mein Rat: Gönnt euch bei der Suche nach Ausrüstung ruhig mal eine Session Kontrollpunkte in einer Gruppe, aber variiert auch mit Kopfgeldrunden, lauft ein paar andere Missionen zur Abwechslung und schreibt beim Spielen 1 ganz groß: Spaß und Freude haben. Damit solltet ihr länger Motivation haben und hey, ob zielgerichtete Beute dann im Schnitt 30 Sekunden später droppt, macht den Braten doch auch nicht so fett, oder? Ich wünsche weiterhin einen schönen Tag und hoffe, ihr konntet mit diesem Batzen an Infos etwas anfangen. Meine Bobs, man sieht sich. Tschüss.